Fast 2 Jahre nach dem Start unserer Fahrradweltreise erreichten wir Georgien. Eigentlich wollten wir vom Schwarzen Meer direkt in die Berge in den hohen Kaukasus radeln. Dann lernten wir aber Tonja und Milan kennen, die ins Landesinnere wollten. Ganz spontan beschlossen wir ein Stückchen mit ihnen mitzuradeln, denn ihr nächstes Ziel war eine heiße Quelle, die wir unbedingt sehen wollten. Moin, moin. Ja, es war super lustig gestern. Es war richtig schön warm und jetzt trocknen wir mal alles, was so getrocknet werden muss. Weil es war doch relativ feucht hier. Der Unterschied zu der Wüste, wo wir vorher waren. Und hier ist immens, die Luftfeuchtigkeit ist super hoch. Die Taschen ziehen alles richtig an. Und ja, das nutzen wir jetzt mal hier für Trocknungszwecke. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schwimmen. Wir nehmen euch mal mit ans Ufer darunter. Super schön hier. Aber halt echt viel Müll. Leider. Wir hüpfen jetzt da rein und lassen uns zurücktreiben zu unserem Camp. Ja, so ist es besser. So ist es besser. In Georgien gibt es über 2400 heiße mineral- und schwefelhaltige Quellen. In Bulgarien badeten wir schon einmal in so einer Thermalquelle. Aber sowas haben wir vorher noch nie gesehen. Die natürlich gebildeten Kalkablagerungen hier sind einfach unglaublich schön und übertreffen jedes von Menschenhand geschaffene Thermalbad. Wir sind hier mit Milan und Tonja da drüben. Und das ist hier schwefelhaltiges Thermalwasser und es regnet hier oben runter. Das ist scheiß. Wenn man mal hier seht, ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Da drüben ist kaltes Wasser, hier ist warmes Wasser. Cool, oder? Ja, und so sieht es dann aus dem Pumpenhäuschen aus. Ich weiß nicht, ob das so aufpumpt oder so oder wie auch immer das da funktioniert. Jedenfalls fließt es hier raus. Ich weiß nicht, ob ich mich da reintraue. Ich will mich nicht verbrühen. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Ja, so sieht es auf der anderen Seite aus. Hier kommt urheißes Wasser. Aus dem Häuschen. Und fließt jetzt hier runter. Und dann da drüben, da wo es so weiß ist, zum Berg runter. Da können wir auch mal hingehen. Also hier ist es schon echt warm, man spürt es schon richtig. Was ich auch total faszinierend finde, ist, wie hier einfach direkt neben diesem heißen Wasser trotzdem noch Natur ist. So, dass da Gras wächst und Moos und all so Zeug. Das ist schon sehr interessant. Also ich versuche jetzt mal darüber zu kommen. Hier saßen wir gestern unten drunter. In diesem Pool, wo jetzt die Leute hocken, da waren wir auch gestern drinnen. Es ist schon sehr beeindruckend. Uns hat es so gut gefallen, dass wir einfach länger geblieben sind. Ja, mega cool. Wir haben jetzt plötzlich alle einen Tag verlängert. Wir fahren morgen alle zusammen und heute noch spontan Barbecue machen. Unsere australischen Adventure-Kollegen, die da vorne mit so einem Jeep gecampt sind, die sind auf dem Weg zum Supermarkt. Tonja ist mitgegangen und hat eine kleine Einkaufsliste gemacht, so ganz spontan. Hier in Georgien regnet es einfach irgendwie jeden Tag und ja, also jede Nacht. Und so auch diese Nacht. Wir packen es zusammen und fahren halt mit nassem Zelt mal los. Zum Frühstück gibt es noch Grillbrot und Tee und Eier, die kochen wir jetzt da oben in dem heißen Wasser. Und dann fahren wir auch schon. Ja, wie macht man sich Eier als Weltreisender an der Dampfquelle hier? Ich habe die jetzt hier reingetan.
Und suchen wir jetzt hier irgendwo beim Austritt eine schöne Stelle, wo wir sie jetzt hinstellen. Ja, das sieht gut aus. Wir werden die Eier auch immer schön umspült mit neuem heißem Wasser. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück zur Quelle. Jetzt sind ja so 8 Minuten rum, 9. Ich weiß ja leider nicht, wie heiß das Wasser ist. Deswegen lieber mal ein bisschen länger. Es kocht jedenfalls nicht, aber es ist trotzdem arschheiß. Und dann gibt es hoffentlich richtig geile, frisch gekochte Eier aus Naturquellen. Wir sind auf den Geschmack gekommen und uns hat die heiße Quelle so gut gefallen, dass wir ab jetzt immer auf unserer Karte schauten, wo auf unserer Route zufällig eine Thermalquelle liegt. Hier gibt es überall dicke Schweinis auf der Straße und das sind glückliche Schweinis, weil hier gibt's hallo! Hier gibt's am Straßenrand hier diese Matschgruben überall, da wo das Wasser immer durchfließt und reinfließt. Und da drin suhlen die sich und denen geht's echt gut. Also die laufen hier frei rum. Manche sind angebunden, meistens sind frei. Das ist doch mal eine tolle Tierhaltung. Die haben alles, was sie brauchen. Jede Menge grünes Gras, Auslauf und die Matschgruben, in denen sie sich echt wohlfühlen. Ich bin kurz vorm Eingehen. Es hat über 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit ist einfach unfassbar. Es ist wie ein Tropen. Und jetzt hier auf der rechten Seite, da stehen die Schilder. Also irgendwas mit Natur, Wanderwege, Pferdewege, Sonnenaussichtspunkt, eine Quelle, eine Kirche und so wie es aussieht eine Höhle. Und da schauen wir jetzt mal runter. Nicht weit von der ersten heißen Quelle entfernt entdeckten wir eine andere, viel kleinere, an der aber kein Mensch war. Wir haben unseren Schlafplatz für heute gefunden. Also das ist hier deutlich unbesuchter. Die Leute, die hier hingehen, sind glaube ich eher Leute, die das oft machen, weil es ist schöner hergerichtet. Hier sind wir zu Stegen und geht hier rüber. Und hier rüber. Und dann ist hier der erste Schlammpool. Ablauf, Zulauf. Und hier noch einer. Ablauf, Zulauf. Und der Ablauf, wie man sehen kann, ist auch ganz süß gemacht mit einer Plastikflasche. Und wenn man jetzt auch noch hier rüber geht, findet man hier hinten die Dusche. Auch total süß hergerichtet ist, so mit Stehen. Allem drum und dran. Ja, es gibt ja 2 Becken. Ich habe das große jetzt den Zulauf eingeschaltet. Man nimmt einen Stein raus, da vorne im Flussbett, so dass es quasi abgezweigt wird und dann heizt das Becken wieder auf. Dann haben wir ein wärmeres, dann nicht zu warm ist. Aber das ist super. Also in der Zwischenzeit ist es hier ganz schön heiß geworden kurz, dann bin ich rausgerannt. Weil ich den Flusslauf ändern wollte und dann hat mich eine Wespe gestochen, also echt total fies. Oh, das waren die Fische. Das ist ein Whirlpool. Sie traut sich nicht so richtig vorbei an der Melli. Ja, du siehst unheimlich aus. Sie sagt, sie hätte auch Angst vor sich. Mich als alten Umwelttechniker, ich finde das ja sowas super, so heiße Quellen und so. Mein Traum ist, dass ich irgendwann mal eine Hütte habe oder sowas mit so einer heißen Quelle. Und die Leute hier sind super schlau. Die leiten hier das heiße Wasser von der Quelle um in ihre Gewächshäuser. Hier sind ein Haufen Gewächshäuser. Und ich bin überzeugt davon, dass sie die mit diesem heißen Wasser im Winter ein bisschen beheizen, sodass sie hier das ganze Jahr lang ihr Geraffel anbauen können. Heute geht es weiter in Richtung Sukdidi. Und wenn ihr mal wissen wollt eigentlich, wo so super Sachen sind, die wir immer wieder entdecken, so wie die heißen Quellen und Top-Zeltplätze, dann klickt mal auf den Link, der müsste jetzt rechts oben erscheinen. Da kommt ihr zu unseren Routendaten und da sind natürlich auch unsere Zeltplätze und all die ganzen anderen coolen Geheimtipps drin.
Heiße Quellen, Wasserfälle, das ganze Zeug, was man sonst so nicht findet. So, Melli bestellt jetzt 2 Lobiani und 2 Lavashi. Und er macht es da drin im Ofen. Geh mal zur Seite, dann sieht man das Schild. Genau. Also das obere Lavashi, das ist das Ding, was aussieht wie so ein Auge. Und das andere, das unter Lobiani, das ist das Zeug, was gefüllt ist. Ja, Wahnsinn. Also Georgien gefällt uns immer besser. Jetzt pass auf, es kommt hier die Live-Demo. Das ist ein Zebrastreifen, den kennt man aus Europa. Und schaut euch das an, das Auto hält. Und für uns auch. Da waren wir gerade total überrascht. Wir wollten schon anhalten vor dem Auto und das Auto hält auch an. So wie in der Türkei halt, man wird platt gefahren. No, ne? Boah, ja okay, das ist heftig. Und ist aber halt nicht so. Sondern das hier ist wundervolles Georgien, Leute. Hier gibt es wieder ein kleines bisschen Verkehrsregeln. Und außerdem war ich auch sehr positiv überrascht gerade, weil ich nämlich eine SIM-Karte kaufen war. Ja, wir haben es gemacht und es ging ganz schnell. Es gibt Unlimited Internet, das wird pro Woche abgerechnet. Und ja, weil wir euch ja auf dem Laufenden halten wollen, haben wir das jetzt gemacht. Und es hat 20 Minuten gedauert. Super klasse, mit Anstehen sogar. Ja, vielleicht 25, aber trotzdem, es war super schnell. In der Türkei hat es mich 3 Tage gekostet, das zu machen und viel Ärger. Ein Haufen Fotokopie und Stempel und was weiß ich nicht alles. Und hier gehe ich da rein, das Mädel ist super freundlich, weiß genau alles. Sie haben mir die richtige App installiert auf dem Handy, dass ich das auch verlängern kann. Hat mir alles erklärt. Ja, super. Also Georgien, Leute, Georgien. Mittagspause. Wir haben uns hier mitten in Zug Didi niedergelassen auf so einem Grünstreifen. Und uns geht's richtig gut. Wir waren nämlich gerade bei so lokalen Märkten, haben ein bisschen Tomaten geholt, ein bisschen Gurke, Zwiebeln und so weiter. Die ganze Vorbereitung fürs Gebirge erledigt, weil wir wissen nicht so ganz, ob es das dann da noch auf dem Weg gibt. Weil es gibt schon immer wieder Läden, klar, aber mit dem Fahrrad hat man halt auch nicht die Reichweite wie ein Auto. Und wenn die Leute sagen, ich fahre einen Tag nach Mess, ja, dann heißt es nicht, dass wir es auch schaffen. Und hier, super geil, so ein Viertel Käseleib haben wir. Für umgerechnet super wahrscheinlich Cheese, Mann. 70 Cent oder sowas. Ja. Das essen wir zusammen hier mit Tomaten und Gurken. Dann gibt es eben Sulfitquelle. Sulfur gebadete Eier. Sulfur gekochte Eier. Ein Bier gibt's. Wir lassen es krachen, also Leute. Und dann haben wir uns hier, das ist richtig warm noch, das haben wir gerade beim Bäcker geholt, da ist so eine Art Bohnenpaste drinnen. Und es ist super gewürzt, echt lecker. Ja, wir leben jetzt fast 2 Jahre wie die Penners von Tomaten und Olivenöl. Das hängt dann so ein bisschen zum Hals raus. Da kommt es wieder. Tomaten mit Olivenöl. Aber wir verfeinern es einfach. Ja, und deswegen machen wir es uns einfach halt jetzt so ein bisschen schön. Wir kaufen einfach Sachen, die wir noch nicht kennen und probieren das alles aus. Restaurantbesuche sind immer noch nicht so drin. Den Gaziantep haben wir jetzt ein bisschen gemacht, das war super klasse, aber das sind auch eher Straßenstände. Das werden wir auch in Georgien wieder ausprobieren. Wir nehmen euch bestimmt wieder mit auf eine Foodtour. Wir wissen noch nicht, wo wir die machen. Wahrscheinlich eher so Richtung Center of Georgien. Wir sind jetzt gerade am Anfang, wir haben noch gar keine Ahnung, wie das alles läuft und was alles gibt. Aber ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein, so wie wir auch. Und ja, ich glaube, jetzt lassen wir uns erstmal unser Mittagessen schmecken. Wir haben immer noch Tahin, 1,4 Kilo, die schleppe ich mit mir rum. Das ist das letzte Tahin, was es gibt. Weil Tahin hat viel Protein, also wenn ihr mal in die Türkei kommt und ihr seid Radler oder allgemein macht Sport, Tahin besteht fast nur aus Protein und Fett. Das kann ihr hinten drauf nachlesen. Also Sesam. Das ist gemahlener Sesam, ja. Genau. Und hier 65 Gramm Fett, also von 100 Gramm sind 65% Fett und 23% Protein. Und das ist halt einfach ideal. Das ist genau das, was wir brauchen. Und das mischen wir einfach zusammen mit anderen Sachen. Und das gibt wirklich so richtig den Power, weil von Weißbrot und Tomaten, da kommt nichts. Und wir brauchen das Fett, wir brauchen das Protein. Deswegen zusätzlich zum Olivenöl Tahin. Genau. Mit Salz und Pfeffer schmeckt gut, haben wir festgestellt. Ist wirklich richtig gut. Mit Salz und Pfeffer, so ohne schmeckt es, das bremst so den Mund. Das ist so, wie wenn man, habt ihr schon mal eine Handvoll Erdnüsse in den Mund gestopft und alle auf einmal gekaut? Dann wird der Mund so. Oh Gott, wer macht denn sowas? Ja, Du. ja klar. Es bremst so ein bisschen im Mund. Und so ähnlich ist Tahin auch. Und deswegen, wenn man das mit irgendwas zusammen mischt und so, dann ist dieser Effekt plötzlich nicht mehr da. Ja, heute ist anstrengend. 168 Höhenmeter haben wir schon. Von 6500.
Unser nächstes Ziel war der hohe Kaukasus, wo die Landschaft einfach malerisch sein soll. Aber fürs Erste war es wieder an der Zeit, ein ruhiges Plätzchen für die Nacht zu suchen. Für Wildcamping schien George bis jetzt das perfekte Land zu sein. Doch diese Nacht verlief irgendwie überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Was ist zur Hölle los, Mann? Hier sind einfach ein paar Leute aufgetaucht, die... Oh Gott. Die am Auto Vollgas unser Zelt leuchten und erzählen sie dann von der Polizei oder was weiß ich was alles. Wie die Nacht für uns ausgegangen ist, das erzählen wir dir beim nächsten Mal. Übrigens kannst du zum Beispiel als unser Mitglied unsere Videos schon vor der Veröffentlichung ansehen. Wie das geht und wie du uns unterstützen kannst, erfährst du in der Videobeschreibung. Dankeschön an alle, die es uns dadurch möglich machen, von unterwegs aus weiterhin unsere Abenteuer mit euch allen zu teilen. Sei gespannt auf die nächste Folge durch das faszinierende wilde Georgien. Bis dahin, liebe Grüße und Gargat!